Der Februar hat's in sich. Immer mehr neue Modelle kommen auf den deutschen E-Bike-Markt, darunter die Firma Scott. Und Scott, ja, da denken ja viele an ein amerikanisches Unternehmen. Und Nico Ockenfels wird uns mal ein bisschen erklären, was ist Scott und warum baut Scott solche tollen Tiefeinsteiger? Grüß dich, Nico. Grüß dich, Sven. Hallo. Ja, die Firma Scott, lange bei uns im Portfolio. Sehr, sehr stark vertreten im Fahrradbereich. Wenn man von den Genen her ausgeht, ist es richtig. Ed Scott, Amerikaner, hat die Marke geschaffen. Das erste Produkt war unter anderem ein Skistock. Das heißt, also Scott ist auch bekannt im Skibereich mit Skiern, mit Stöcken, mit Kleidung, also diversen Produkten. Und genauso tun sie es eigentlich auch im Fahrradbereich. Auch da schon lange unterwegs. Schon in den 80er Jahren kamen die ersten Räder raus. Und wir haben von der gesamten Kollektion natürlich heute vom Kinderrad an bis zur High-End-Maschine alles mit dabei. Der Bereich Trekkingrad ist immer ein wichtiger werdender Markt für viele Marken, weil natürlich auch die Kundschaft älter wird und das Thema Tiefeinstieg oder generell Trekking eine ganz große Rolle spielt. Man sieht hier im Vergleich zu den anderen Videos, die wir mit Bergamont gemacht haben, hier reden wir von der E-Horizon-Serie, dass wir eine gewisse Ähnlichkeit haben. Das liegt einfach daran, dass seit 4 Jahren, glaube ich, Bergamont auch zum Scott-Konzern gehört. Und hier gewisse Symbiosen einfach entstehen, wo man sagt, okay, man sucht sich von der Entwicklung her eine Marke aus, die einfach in dem Segment sehr stark ist. Und Bergamont ist einfach in dem Trekkingradbereich sehr, sehr stark, wo Scott beispielsweise immer im sportiven Bereich extrem gut unterwegs ist. Und dadurch, dass wir da gewisse Gene von dem Bergamont auch mit drin haben, performt jetzt natürlich auch so ein Scott-Trekkingrad ganz anders, wie das noch vor einigen Jahren war. Also großes Thema ist halt wirklich, dass wir in diesem Jahr den integrierten Akku haben, was bei den letztjährigen Modellen eigentlich nicht der Fall gewesen ist, weil er immer aufgesetzt war. Er ist jetzt komplett im Unterrohr integriert. Man sieht das hier auch, also wir haben im Prinzip die Abdeckkappe, die sich auch einfach lösen lässt. Und dann sitzt hier drunter der PowerTube 625. Das Modell, was wir jetzt hier haben, das Subtour E-Ride 10, liegt beim Preispunkt von 2.999 €, inklusive dem großen PowerTube-Akku von Bosch und dem Performance-Motor von Bosch. Das ist welcher Performance? Der CX? Nein, der CX ist dann die Variante oben drüber. Wir sind auch sehr glücklich darüber, dass hier, ich will nicht sagen nur, sondern der Performance-Motor drin ist, weil im Vergleich zum CX hat der Performance einen Vorteil. Er ist deutlich leiser. Und das ist ein großer Unterschied. Und viele der Kunden hier wollen auch nicht so eine laute Geräuschkulisse vom Motor her. Und der Performance beherrscht das einfach perfekt. Details wie jetzt zum Beispiel auch in dem Cover sind natürlich auch die Abdeckung des Zylinders. Wenn ich die Kappe also oder den Deckel wieder draufsetze, genau, zeig mal ganz kurz. Verschließt es auch. Achso, es sind zu. Genau, ich mache es gerade von der anderen Seite. Dann sieht man das besser. Einfach unten einsetzen und dann habe ich hier das Schloss oder den Zylinder auch direkt mit abgedeckt. Das heißt, Schmutz, dass da Feuchtigkeit, Schmutz oder Ähnliches überhaupt reinkommt. Und das ist eigentlich vom Gesamten sehr, sehr gut gelöst. Man muss natürlich sagen, vom seitlichen Profil her ist das Ganze sehr, sehr wuchtig. Von oben relativiert sich das wieder ein bisschen. Aber man braucht natürlich irgendwo eine gewisse Steifigkeit, weil hier fehlt das klassische Oberrohr durch den Tiefeinstieg. Und wir brauchen einfach dieses massive Unterrohr, um diese Steifigkeit oder sagen wir mal noch besser, um ein sicheres Fahrgefühl auch zu haben, dass das Rad nicht schwammig einfach wirkt. Und das beherrscht dieses Rad, sowohl das Sub oder wiederum auch das E-Horizon von Bergamont sehr, sehr gut. Was sehr beeindruckend ist, ist eben genau dieser Rahmen. Das Fahrrad wiegt um die 27 Kilogramm, steht hinten drauf. Nein, es wiegt 29,5. 29,5. Und ich zeige es mal gerade. Glatt gelogen, was hier steht.
Ich habe mich vorbereitet diesmal. Hast dich vorbereitet. Echt wiegt 29,5? Ja, 29,5 Kilo. Gut, wir müssen einfach sagen, wir haben den großen Akku halt auch drin. Der bringt allein schon etwas. Ach so, das ist mit einem kleinen Akku. Ja, das bringt einfach mehr Gewicht mit sich. Und wir haben hier ein Rad, was komplett ausgestattet ist. Sprich Beleuchtung, Schutzblech, Gepäckträger. Es ist wirklich alles dran. Aber im Gesamten von der Fahrperformance ist das Rad wirklich super vom Handling. Und das macht es halt auch wirklich aus. Und das ist der entscheidende Punkt, der bei so einem Rad wichtig ist. Generell das Rad wie ein klassisches Trekkingrad, 28 Zoll Bereifung. Wir haben grundlegend in den letzten Jahren immer etwas breitere Reifen bekommen, weil einfach wir haben eine höhere Auflagefläche und wir haben einen höheren Durchschlagschutz. Ne? Und das dient einfach nur dazu, um mehr Komfort vom Reifen zu haben. Zusätzlich dann in der Verbindung auch die Plus-Variante. Das heißt, wir haben einen anderen Kern innen drin, der einen erhöhten Pannenschutz nochmal bietet. Das war, was du eben gesagt hast, Durchschlagschutz. Was heißt das? Durchschlagschutz bedeutet eigentlich, wenn ich wirklich auf eine Kante fahre und der Reifen komplett bis auf die Felge oder sagen wir mal sich durchdrückt. Das ist der sogenannte Durchschlag. Achso, der dann oft zum Platten führt. Genau, dann reden wir von so einem sogenannten Snakebite, also der Schlangenbiss links wie rechts. Und wenn ich habe halt den Vorteil, dass ich mit dem breiteren Reifen auch etwas weniger Reifendruck fahren kann und dadurch auch mehr Komfort erziele, weil bei dem schmäleren Reifen ist der Durchschlag einfach schneller gegeben. Der Preis Active Plus, wenn man den nachkauft, was kostet? In der Variante jetzt liegt der um die 32 Euro. Okay, also der hält auch sehr lange normalerweise bei den Fahrrädern, es sei denn, man bremst. Gut, vorne wird es schwer. Vielleicht noch mal kurz zum Motor. Immer mehr Leute haben jetzt Kommentare geschrieben, der Motor ist laut. Jetzt ist das wesentlich, also dass der Performance CX, ist der ein gutes Stück mehr hörbar wie der? Ja, er ist mehr hörbar, wobei man das immer relativieren muss. Also wenn ich im Gelände unterwegs bin, habe ich ja ganz andere Geräuschkulisse nochmal vom Abrollen her, vom Fahrwerk her, wie auch immer. Und es kommt natürlich immer auf das Empfinden halt auch drauf an. Jeder empfindet das. Steht zum Beispiel, es kann ruhig ein bisschen surren. Das ist ja so wie bei der Straßenbahn so ein bisschen. Aber hier hörst du ganz wenig, oder? Bei dem genau. Also es ist wirklich dieses Surren, was man auch vom Automobil her kennt. Also das heißt, wenn er natürlich beschleunigt, wird dieser Surrton höher. Und das ist beim E-Bike eigentlich ähnlich. Natürlich mit jeder Belastung oder höheren Belastung eines Motors wird er automatisch lauter. Nur der Unterschied wirklich zum Performance CX ist wirklich dass er deutlich ruhiger ist nochmal. Und deswegen bevorzugen viele Hersteller diesen halt auch im Trekkingradbereich, weil er ist trotzdem durchzugsstark, hat eine tolle Performance in sich von der Gesamtleistung her. Und wirklich der Vorteil, dass er im Gesamten etwas leiser ist. Ähnlich wie der Active Plus, nur der Active Plus hat ja im Verhältnis nur 50 Newtonmeter, also nochmals weniger Leistung. Und hier haben wir ja schon den deutlich kräftigeren Motor mit drin. Wie stark ist der? Wir haben beim Performance, ich glaube 60 oder 65. Genau. Das langt allemal, das hast du mir gesagt. Das hier ist ja so, auch das Gewicht, wenn die Leute sagen, 29 Kilo. Die Traglast von dem Fahrrad? Die Traglast liegt bei 130 Kilo. Gesamtsystemgewicht. Gesamtsystemgewicht. Das heißt, ich könnte also knapp 100 Kilo draufladen. Genau. Das wird wahrscheinlich nicht zusammenbrechen, wenn es 5 Kilo mehr sind, aber man sollte sich schon dran halten an das Systemgewicht, oder? Ja, ist das, was der Hersteller... Genau, das ist das, was der Hersteller vorgibt. Man muss immer etwas abwägen. Ne? Also natürlich ist hier der Einsatzzweck ganz klar Straße, befestigte Waldwege. Das ist jetzt kein Rad für Querfeldein oder einen Downhill oder ähnliches. Aber derjenige, der vielleicht noch etwas übergewichtiger ist, muss man ja oftmals auch davon ausgehen, dass der jetzt gar nicht so extrem fährt, sondern er will erstmal ja seine Fitness in Schwung bringen und vielleicht auch etwas Gewicht reduzieren. Und das macht den Unterschied dann auch nochmal. Und dann wird der Einsatzzweck nicht so extrem sein. Das heißt, die Gesamtbelastung auf das Fahrrad, der wird sich auch, sage ich mal, vorsichtiger damit bewegen, Bordstein hoch, runter oder ähnliches. Also man muss das immer irgendwo ein bisschen abwägen, aber irgendwo müssen wir uns natürlich auch an diese Werte halten. Ich kann jetzt nicht von einem Kunden ausgehen, der 150 Kilo wiegt, dass das dann auch noch so hält, wie man sich das vorstellt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es gibt ja auch Modelle, die von der Gewichtsklasse her weiter nach oben gehen und auch das wird in Zukunft immer mehr eine Rolle spielen, dass wir nicht bei 130 enden, sondern dass wir durchaus halt auch, wir haben das bei den E-Will-Modellen bei Bergamont bis auf 160 Kilo sogar hochgehen. Mhm. Ja, die Verarbeitung, also wir reden hier über unter 3.000 Euro, ein sehr gefragtes Segment im Markenbike-Bereich. Ja. Wir sprechen eigentlich nicht von Eigenmarken oder No-Name, sondern
Wie kommt das Fahrrad an bei dir jetzt? Ja, wir haben jetzt die ersten bekommen. Das Herrenmodell, was wir hinten sehen, haben wir jetzt schon ein bisschen länger da. Der Tiefeinstieg hat jetzt ein bisschen gedauert. Der Name ist gleich? Ja, der Name ist gleich. Es ist dann nur die Herrenversion, beziehungsweise der Tiefeinstieg ist ja dann Unisex. Was sich natürlich ganz besonders darstellt, ist die Optik, weil wir haben einen Effektlack drin. Man sieht das, glaube ich, auch über die Kamera. Zum Teil schimmert es halt grün. Dann haben wir aber nochmal einen Verlauf mit einem Braunton oder Gold mit drin, mit einem leichten Lila-Stich. Also wir haben hier wirklich, das ist ja das Besondere bei den Scott-Modellen dieses Jahr, Farbe spielt da eine ganz große Rolle. Und für diese Kundschaft, muss ich sagen, ist es eine ganz tolle Farbe. Also im Gesamten, auch mir gefällt sie sehr, sehr gut. Weil für diese Kundschaft? Ja. Also du meinst für die etwas älteren Einsteiger, weil, also du willst sagen, es ist eine gedeckte Farbe, wo die keine Angst haben möchten. Kein Pink oder kein Neon oder Grell oder Party. Jetzt darfst aber, es gibt aber auch ältere Leute, die schon gewagter sind, muss man sagen. Also du zum Beispiel. Geht so. Also aber es ist eine sehr schöne, dezente Farbe, muss man sagen, sehr, sehr zurückhaltend. Es gibt das ja auch in 500 anderen Farben? Nein. Nein, es gibt bei dem Modell nur diese eine Farbe und ich bin jetzt wirklich eigentlich auch froh, wir haben Mitte Februar, dass wir das Rad jetzt auch in der Tiefeinstiegsversion bekommen haben. Wir reden einfach halt von einem sehr wichtigen Modell, weil die Preislage 3.000 €, egal ob Mountainbike oder auch Trekkingrad, ist in diesem Segment oder Preisgefüge sehr, sehr stark im Wettbewerb. Also jeder Hersteller bietet dort was und hier war es halt einfach auch für diesen Hersteller wichtig, diese Performance oder diese Komponenten halt auch anzubieten. Also ich merke es ja auf YouTube, dass die Abrufe nicht bei teuren Bikes, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, auch teure Bikes haben viele Abrufe, aber dass gerade Modelle um die 3.000 €, ob das jetzt ein Highbike ist, ein Einstiegsmodell, was jetzt kommt, oder hier ein Scott für 3.000 €, das wollen die Leute genau unter die Lupe sehen, das interessiert die sehr, weil vielen langt das absolut, oder? Ja, also definitiv. Wie gesagt, man muss immer den Einsatzzweck natürlich sehen. Aber wir gehen ja hier davon aus, dass man ein Rad hat für den klassischen Einsatzzweck. Das heißt, am Wochenende fahren, unter der Woche Touren machen, 40 Kilometer, 50 Kilometer oder noch mehr. Mit dem großen Akku habe ich ja jede Menge Reichweite auch, sofern ich jetzt nicht nur im Turbomodus unterwegs bin. Aber das Rad bietet eigentlich alles, was ein Trekkingrad in diesem Segment bieten muss. Beispielsweise auch der verstellbare Vorbau, den wir hier ja im Neigungswinkel verändern können. Das heißt, wir können von der Gradzahl, wenn ich mal schaue, ich muss auf die andere Seite, wir gehen ja sogar relativ weit, bis auf 90 Grad. 90 Grad. Also das ist schon sehr steil. Ne? Die meisten enden schon eher bei 40 bis 50 Grad und hier können wir auf 90 Grad hochstellen. Das heißt, ich erziele im Großen und Ganzen eine sehr, sehr komfortable Sitzposition. Hollandrad so ein bisschen. Genau, Hollandrad. Im Vergleich zum Bergamont ist es auch so, dass der Lenker nicht so weit nach hinten gekröpft ist. Durch den steileren Vorbau gleicht sich das halt wieder so ein bisschen aus. Wir erkennen halt auch, dass wir hier ganz bewusst das Purion-Display haben, nicht das größere Intuvia, weil man auch hier nochmal ein bisschen, sage ich mal, in die Richtung geht, dass man nicht immer alles ablesen muss, sondern sich ja mehr darauf konzentrieren sollte, zu fahren, unterwegs zu sein, die Landschaft anzugucken. Ist eine Uhr drin? Eine Uhr ist nicht mit drin, nein. Nee, ich frage nur, also der große Vorteil bei dem Display ist wirklich diese brachiale Größe der Geschwindigkeit und diese Einfachheit. Ich habe hier 2 Balken, das heißt, der Akku ist um die 30-40% noch geladen. Die Reichweite kann ich sehen? Genau, die Reichweite habe ich jetzt gerade mal gezeigt. Wir hatten vorher die Gesamtkilometer und Tageskilometer. Im Turbomodus haben wir jetzt 11 Kilometer Reichweite, im Sportmodus 12, Tour 15, Eco 25. Wobei wir jetzt, sage ich mal, das ist, Serienzustand. Auch hier ist es wieder ein Rad, was wir gerade erst ausgepackt haben. Der lernt dazu, wie der andere fährt und dann wird es mehr oder weniger. Und dann ist die Frage, wie das jetzt schon genutzt wurde, ab Werk oder von der Einstellung war. Aber es ist wie mit dem Auto auch, der Verbrauch gleicht sich halt immer irgendwo in gewisser Art und Weise an. Das heißt jetzt nicht, dass wir in diesem Modi genau 25 Kilometer weit kommen. Wenn ich viel Kraft fordere vom Motor an sich, kann es sich verkürzen oder wiederum auch verlängern. Das kommt immer ganz drauf an. So, das ist ein richtiger, ordentlicher Gepäckträger.
Gepäckträger drauf von Ragtime. Du hast mir erzählt, in diesem Dreh wirst du alle Ragtime-Zubehörer bereits schon bereitstellen, dass wir die mal zeigen können, wie toll das ist. Vielleicht kannst du dem Kollegen einfach mal kurz Bescheid sagen, dass wir mal 1, 2 Sachen zeigen können. Ich flitze schnell selber, dann Echt? weiß ich, was ich Warte, ich komme mit. Du kommst mit. Ich komme mit. Komm, ich habe eh nichts zu tun. Übrigens, heute Fastnachtsdienstag. Normalerweise auch hier eine kleine Hochburg. Wir haben offiziell sogar Betriebsferien, aber es gibt ja keinen Karneval im Saarland. Fasching nennt man das hier. So, das ist übrigens, wir sind in St. Wendel, das liegt im nördlichen Saarland. Ist das Ragtime? Das ist Ragtime, genau. So, wir haben die hier. Hast du einen Korb auch? Ich habe auch einen Korb. Könnten wir, Moment. So ein Bastkörbchen. Den hier habe ich, das ist ein Ragtime-Korb. Also vielleicht als Hinweis, es gibt so Adapterplatten, die kann man kaufen. Die sind jetzt wo bei dir im Regal, die Adapter? Die Adapterplatten haben wir, das sind Tubus. Es gibt mittlerweile unzählige Hersteller. Es gibt unzählige, haben wir hinten im Lager. Das ist eine Ragtime-Adapterplatte. Das ist eine Ragtime. Also Adapterplatte heißt, die kann ich an jeden Korb schrauben und dann ist die Ragtime kompatibel. Zum Beispiel, wenn wir jetzt, sage ich mal, eine Topic-Tasche nehmen, die haben ursprünglich immer ihr MTX-Schienensystem. Ich könnte diese jetzt abschrauben oder ich nehme die Tasche mit den Stripes, also mit den Bändern. Könnte die jetzt hier. Das darfst du mal mitnehmen, dann kann ich es gleich mal zeigen. Denn das Thema Zubehör, das ist Wahnsinn, wie toll das geworden ist im Vergleich zu früher. Ich kenne ja noch meine Lederriementaschen, du kennst sie auch noch. Ja. Ist das da auch eine Ragtime, da der Schöne da? Nein, ist kein Ragtime. Können wir trotzdem mal mitnehmen? Sei so lieb, bitte. Bitte, Nico. Denn ich wollte das mal zeigen, wie schön das aussieht mit dem Bast in Verbindung mit der Farbe von dem Fahrrad. Am Fastnachtsdienstag, was haben wir denn heute? 16. Februar 2021 nach Christus. Und muss sagen, früher hat Nico ist sehr stark Mountainbike gefahren, mittlerweile aufs Tiefeinsteiger umgestiegen. Nee, Spaß beiseite, du hast selber jetzt 2 Kinder, das heißt also, da kann man natürlich, muss man sich nach denen richten, die am langsamsten sind. Wie alt sind deine Kinder? 7 und 4 Jahre. Also die fahren gerne Fahrrad? Ja, die fahren gerne, sofern es halt ein bisschen wärmer ist. Bei Kälte haben die auch keine Lust. So, ich zeig's mal. Also das ist jetzt Ragtime, heißt, das ist ein Systemgepäckträger. Das Ganze klickt nur noch ein. Genau, also man sieht das hier vom Mechanismus her. Wir haben hier diese beiden Zapfen und wir haben hier eine Bohrung jeweils vorne und hinten. Das Ganze auf beiden Seiten. Ich setze den eigentlich nur drauf, ziehe ihn und er rastet hier mit dem Schnapper. Und das hält. Das hält. Also das hebe ich so gesehen das ganze Fahrrad mit hoch. Ja, das ist also sehr durchdacht. Das Schöne ist, dass ich am Ort, wo ich bin, angekommen, einfach Klick machen, kann alles mitnehmen. Da könnte auch ein Hund drin sein. Es gibt sogar Hundekörbchen. Es gibt Hundekörbchen, ja. In der Verbindung mit einem Ragtime-System nicht. Das heißt, je nachdem, wie groß der Hund ist, könnte er natürlich auch hier reinpassen. Ein kleiner Hund würde gehen. Kleiner Hund würde auf jeden Fall in dem Fall gehen. Zum Beispiel hier, das ist ja schon wieder etwas länger gezogen, wobei wir hier jetzt ein anderes Schienensystem haben. Nee, wir haben auch ein Ragtime-System. Weißt du was, das machen wir jetzt mal. Das machen wir hier drauf, weil ich will nämlich das Startbild von dem Fahrrad mit diesem Korb machen. Erstmal den Korb anders einstellen. Genau, es gibt nämlich die Möglichkeit, zeig das mal bitte bei Ragtime, kannst du das anpassen an verschiedene Breiten vom Systemträger. Wir haben 2 Breiten, das ist jetzt die äußere Lasche, das ist nach innen gestellt. Das kann man ändern. Und das kann man ändern. Super. Weil der Korb gefällt mir wesentlich besser wie diese, du hast aber mit viel Liebe jetzt die Tasche fallen lassen. Aus der Hand gefallen. Ist der aus der Hand gefallen? So, ich zeige es mal gerade komplett. Also das sieht ja schon so aus, als wenn wir jetzt in der Altstadt von Düsseldorf und so eine fesche Blondine geht zum Brötchen kaufen. Ne? Überlege ich mir jetzt, dass ich das so präsentiere im Ladenlokal. Komm. Hast du super mitgedacht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt davon halten soll. Das erste Mal, dass er mich lobt. Ich zeige mal. Nein, aber cool ist der Korb, wenn du mal gerade beide Bügel hochmachst, dass man das sieht. Das ist ein richtiger Einkaufskorb. Genau. Den kannst du jetzt... Ja. Komplett mit einem Silikon außenrum, das heißt, er trägt sich halt auch sehr angenehm von der Hand, weil wenn du nur diesen Draht in der Hand hast und es ist relativ viel Gewicht drin, schneidet es dann halt auch ein und das ist hier deutlich angenehmer. Du darfst das Fahrrad mal runterholen, bitte. Ich will nämlich mal was zeigen.
So, jetzt sind wir ja, das Thema ist ja oft so Citybike. Also das ist ja so ein Tiefeinsteiger durchaus ein geeignetes Citybike. Und also man sieht mittlerweile auch viele E-Bikes, auch etwas hochwertigere, die mit einem ordentlichen Schloss angekettet in den Innenstädten stehen. Man muss eigentlich ein ordentliches Schloss nehmen. So, und dann ist der Korb ja jetzt drauf. Und wenn du jetzt mal probierst, du bist ja noch ein junger Mann, da mal drüber zu steigen, bitte über den Korb mit deinem Beinchen. Es gäbe keinen Tiefeinstieg. Aha, siehst du? Über 40. Geht noch. Geht noch. So, du tust dir aber wesentlich einfacher, wenn du einfach durch den Tiefeinstieg steigst. Klar, egal ob ich jetzt so drüber aussteige oder ob ich jetzt zuerst absteige und den Fuß raussetze. Okay, das heißt, du könntest dort hinten ganz bequem diesen Korb auch montiert lassen. Genau. Und wenn du ihn jetzt abnimmst, mach mal gerade einen Ständer raus. Der hat noch einen schönen Ständer dabei. Genau, also einen passenden Ständer zum gesamten Rad, damit es auch stabil steht. Wichtig ist immer, dass die Ständer etwas mehr Traglast vertragen. So, genau. Und nimmst mal gerade an beiden, wenn du es gerade an beiden Griffen nimmst und jetzt mal mit einer Hand entriegelst, ob das geht. Problemlos, oder? Geht. Also da wäre jetzt der Korb. Ich muss dazu sagen, dass jetzt einfach der Spanngummi hier das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Ne? Achso, der wäre normal nicht da. Der wäre jetzt normalerweise, bräuchte es den ja gar nicht. Deswegen geht es ein bisschen schwerer. Ist es schwer, den zu demontieren? Nö. Achso, der ist nur eingehakt, gell? Nur eingehakt und dann geht das ruckzuck. Das System. Mal gucken, wo er einhakt. So, ganz einfach. Und jetzt nochmal? Ja, geht. Also das heißt, ich kann ruckzuck den Korb mitnehmen und gerade so das Thema als Shoppingbike, als Citybike das zu verwenden, da brauchst du Gepäckmöglichkeit. Tolles System, oder? Ja, und vor allen Dingen, was halt auch noch wichtig ist bei solchen Gepäckträgern, die ja doch relativ lang bzw. tief sind. Du kannst hier über diesen Schlitten, ne, du hast ja hier ist die Platte fixiert und dort auch, kann man das Ganze noch in der Position verändern. Das heißt, wenn der jetzt eingerastet ist, könnte ich den Korb sogar noch ein bisschen weiter nach vorne bringen. Je nachdem, wie weit ich es halt möchte. Weil wenn ich natürlich zu weit nach hinten irgendwann gehe, das ist jetzt die Maximumstufe auch, wo ich ihn nach hinten schieben kann, hast du halt relativ viel Gewicht am Heck dann. Aber das lässt sich über den Schlitten noch verändern. Das heißt, ich kann um diesen Bereich hier sogar komplett nach vorne gehen. Also das Thema Tiefeinstieg sinnvoll für alle Menschen, die oft auf und absteigen möchten oder müssen. Ja. Dann das Thema auch Kinder hinten drauf. Ist das möglich hier? Einen Kindersitz zu montieren? Prinzipiell ist ein Kindersitz möglich. Wir gehen ja meistens immer von der Klemmung am Sitzrohrbereich. Das ist hier ein bisschen ein Problem, weil man sieht natürlich schon, dass das kein klassisches rundes Rohr ist. Sattelstütze ist nicht zu empfehlen. Das heißt, man müsste hier auch so gesehen auf eine Gepäckträgerlösung halt ausweichen. Gibt es aber auch passende Systeme zu. Sollte man jetzt nicht auf den Gepäckträger machen, es sei denn, das Kind ist neugeboren, da wird es vielleicht noch gehen, aber der hat auch eine Systembegrenzung. Ja. Ich glaube 25 Kilo, was kann der? Genau, 25 Kilo. Also der gefällt mir gut. Und jetzt darfst du endlich mal deine blaue Tasche nochmal präsentieren, die eben drauf war, denn das ist der Schick und Style, den Nico Ockenfels bevorzugt. Das auch in schwarz. Ach, danke. Weil die passt. Oder in so einem, wie soll ich es nennen, Grünfarbton. Aha. Aber es ist nicht genau dieselbe Richtung. Das ist jetzt ein Original-Rectangle. Bin ich am meisten begeistert. Vom Korb, ja. Sven, du hast heute 5 Sterne bei mir gesammelt. So, kommen wir mal zu den wichtigsten Sachen. Die Ausstattung vom Fahrrad ist vollständig, das heißt Pedale sind dabei, dieser tolle Sattel ist dabei, der sehr breit ist, also für gerade Freunde des, ich sag mal, nicht zu lange, muss man sagen. Also hier ist ein Kurzstreckensattel. Genau. Also du kannst auch längere Touren mitmachen, aber hier sieht man natürlich auch schon, der Sattel ist in sich etwas breiter, weil wir eine durchaus komfortable Sitzposition haben. Das heißt, ich sitze hauptsächlich am Hintern? Ja, durchaus, das machst du so auch, aber mit der aufrechteren Position wandert der Sitzknochen auch etwas weiter auseinander und dann brauche ich einen breiteren Sattel. Frauen selber halt auch breitere Sitzknochen von sich aus schon. Aber, sage ich mal, hier der Sattel ist sowohl für Herren als auch für Frauen gedacht. Ansonsten von den Pedalen ganz wichtig, wir haben ein gummiertes Pedal, um halt auch genügend Griffigkeit zu haben. Hier von der hauseigenen Marke Syncross.
Genauso wie auch Sattelstütze oder auch das Vorbaussystem, Lenker, Griffe kommen immer von Syncross. Also das kann ich so verwenden, wie es kommt, auch schon die ergonomischen... Genau, auch schon ergonomische Griffe. Also es wird hier in allen Bereichen wirklich daran gedacht, was ist wichtig bei einem Trekkingrad, und auch Beleuchtungsanlage, sehr, sehr hochwertig von Design. So, die ist hydraulische Bremse? Ja, hydraulische Bremse. Also wir haben keine mechanischen Bremsen mehr. Aber vor allen Ich Dingen will es nur betonen, weil... im E-Bike-Segment, da muss ich sagen, das kannst du nicht machen. Shimano muss ein bisschen aufpassen beim Transportieren. Ich habe mir schon mal eine abgerissen. Also da muss schon hart zugehen, aber es funktioniert. Man kann die abreißen. Also wenn du da zum Beispiel irgendwo hängen bleibst auf dem Dachgepäckträger und du kommst mal gegen Ast oder so und es ist oben drauf, dann ist es mir abgerissen. Aber dir noch nicht, oder? So wie ich zeige mal das Gesicht. Du machst Sachen, das ist unglaublich. Ja, ist mir passiert. Ich hatte die auf dem Dachgepäckträger, auf dem VW-Bus. Ja, wo fährst du denn rum? Und bin dann in Südfrankreich unter einen Baum gefahren. aber volle Lotte. Und dann ist das Fahrrad... Das Fahrrad natürlich nichts dafür, ne? Nee, das war einfach nur schlecht gemacht, das Fahrrad. So, ich zeige mal gerade den Preis. Warte mal gerade, ob ich das scharf kriege. Ja, geht's. So, also 2.999 Euro. Lieferbarkeit bei dem geht's? Oder denkst du, kriegst du... Gerade bei dem Modell eigentlich alle Größen bekommen, sprich auch hier nochmal der wichtige Punkt, wir haben Rahmengröße XS, das heißt, wir gehen sehr, sehr niedrig vom Rahmen, heißt also auch für Personen unter 1,60 ist das Rad gar kein Problem, und haben jetzt von XS bis M soweit alle Größen erhalten. Bei M, glaube ich, die Räder sind, glaube ich, auch schon vorbestellt. Zum Teil kommt ganz drauf an. Also muss man immer schauen, was der Webshop natürlich halt auch anzeigt. Wenn es dort nicht mehr verfügbar sein sollte, einfach anfragen. Also wir haben das Rad über das gesamte Jahr geplant und sind jetzt wirklich mal froh, dass auch der Tiefeinstieg als Ergänzung zum Herrenrad gekommen ist. Was ja auch, sage ich mal, für den einen oder anderen ein Thema ist, der sagt, nee, Tiefeinstieg möchte ich nicht. Soll immer noch ein bisschen sportiver oder klassisch, sage ich mal, aussehen vom Rahmen her. Ja, das hier sieht so aus wie das Fahrrad von meinem damaligen Chemielehrer. Nee, das war ja früher so. Da hat man ja diese im Prinzip Trekkingräder gehabt mit dieser... Ja. Also auch zu dem Thema Farbe, wenn ich jetzt sage, dein Chemielehrer wird ja aber kein E-Bike gehabt haben. Es gibt diesen Farbton oder das Modell. Warte, ich komm. Ja. Du musst doch gar nicht weit. Achso, auch ohne Motor. Auch ohne Motor, richtig. Das ist natürlich viel teurer. Ne, kostet ein Bruchteil 700, was kostet es? 699 Euro, gleiche Farbe, jetzt in dem Sinn aber als klassisches Trekkingrad ohne Motor. In dem Fall jetzt noch mit klassischen Felgenbremsen, auch Nabendynamo, auch der verstellbare Vorbau, gleicher Sattel, Ragtime-Gepäckträger, als da Name von Komponenten ähnlich. Das ist das Subsport 40. Subsport 40, also genau. der quasi kleine Bruder ohne Motor. Als dementsprechend Damenversion oder wiederum hier siehst du die Herrenvariante dann auch. Also hier haben wir sogar ein Schild, die anderen sind noch so neu, haben wir noch kein Schild da, aber wir werden euch die technischen Daten mal wieder bei YouTube einblenden, liebe Fernsehzuschauer. German Television heißt der, also German wie Deutsch und dann Television heißt der YouTube-Kanal, da könnt ihr diese Videos sehen, wenn ihr es im Fernsehen seht, und da habe ich alle technischen Daten. Da gibt es übrigens auch schon bestimmt an die fast 100 Videos mit uns beiden zusammen, wo wir ganz viele Fahrräder und Konzepte präsentieren. Trekkingrad läuft immer besser, muss man sagen. Also es ist nicht immer das Mountainbike, sondern es ist das Trekkingrad, was ja hinten nicht gefedert ist, muss man ja ganz klar sagen. Also das ist jetzt nicht, um damit über Stock und Stein zu fahren, sondern das hier ist eigentlich für befestigte Wege, kann auch mal ein bisschen gröber sein, also mal ein Schotterweg oder so, aber das war es dann eigentlich, oder? Ja, die Alternative wäre noch, wie wir halt auch schon in anderen Videos vorgestellt haben, eine gefederte Sattelstütze. Also gut, da wird das Teil rausgeholt, wenn du es mal gerade rausnimmst. Das ist dann die Sattelstütze und die ersetzt man durch eine gefederte dann. Genau, das ist so ein Parallelogramm, haben wir gezeigt, und das werden wir in einem der nächsten Videos, glaube ich, nochmal runterholen. Und dann auch hier ist dann der wichtige Punkt, warum so eine Platte verschiebbar sein muss, weil wenn ich jetzt den Sattel hier nehme und habe ein Parallelogramm, dann bewegt die sich ja etwas nach hinten und da muss dann auch genügend Platz sein. Das muss man dann bedenken, wenn man sowas montiert, dass darauf geachtet wird. Die andere Möglichkeit, es gibt auch im Trekkingrad-Segment vollgefederte Räder. Nur
viele Kunden gehen meist dann, sage ich mal, eher zu einem Mountainbike über, was sie gegebenenfalls halt ein bisschen aufrüsten mit einem Gepäckträger oder einem Schutzblech oder ähnlichem. Das kommt immer ganz drauf an. Es gibt einige Räder, Bergamont hat 4, 5 Modelle in diesem Segment, auch Scott bietet hier was in diese Richtung gehend, sind aber wirklich Randprodukte, also auch bei uns nicht so stark vertreten. Wie jetzt, sage ich mal, das klassische Trekkingrad. Aber gibt es durchaus, ja klar. Das heißt, ich kann mir dann ein Mountainbike holen und komme zu dir und du hast dann Schutzblech, Lampen und so weiter. Dann habe ich die etwas sportliche Variante. Genau. So, 3.000 Euro, tolles Rad. Das Ganze Hightech aus Aluminium, sonst wäre es noch viel schwerer. Sieht so aus und mit einer tollen Gesamtbelastung von 130 Kilogramm Gesamtsystemgewicht. Das heißt, also Sie können also bis 100 Kilogramm drauf fahren. Wenn ich drüber wiege, ich bin über 100 Kilogramm, vielleicht sogar deutlich, hast du andere Räder. Ja, genau. Also da haben wir mit Bergamont der Evil-Serie eine Radserie, die bis 160 Kilo Systemgewicht geht. Und das ist dann halt schon nochmal ein Unterschied. Ich glaube, wir haben hier auch eins stehen. Sag mal, das ist ohne Motor jetzt? Das ist mit Motor. Mit Motor? Evil ist mit Motor. Also ich wiederhole, weil die Leute, wenn du so weit weg bist, das nicht hören. 160 Kilo. Hier gehen wir bis 160 Kilo. Es gibt 5 verschiedene Versionen. Es gibt ein Modell mit Starrgabel, das heißt also nicht gefedert. Da gehen wir nur bis 140. Das liegt einfach an der Gabel. Also es gibt auch vorne ungefedert, geht ja, auch. Es gibt ein Modell, wo wir einfach das Gewicht halt nochmal etwas mehr runter bekommen und ist ein schönes Modell, leider noch nicht ausgeliefert, ist jetzt aber auf dem Weg zu uns und werden wir sicherlich auch dazu noch ein Video machen. Wir haben ja schon von 2 Evil-Modellen ein Video gemacht. Das haben wir schon gefilmt, das Blaue? Das noch nicht, aber das Elite haben wir schon gefilmt und das SUV. Okay, super. Ich zeige mal ganz kurz den Zettel, von dir, dass die Leute auch wissen, es kostet 3.500 Euro, ist also nochmal ein Stückchen performanter, was das Gewicht angeht und kommt aber vom gleichen Konzern, heißt Bergamont Evil Edition und hier haben wir eine Größe 50 cm. Das ist was? Ist das 50? 50 kannst du jetzt, sage ich mal, von der Körpergröße gehen bis 1,75 vielleicht. Bis 1,75, ja. Aber da hast du verschiedene Größen. So, je nachdem, wie Schrittlänge, wie die Proportionen vom Körper sind, aber sage ich mal so, die Richtung gehen, kann man da von ausgehen. So. Das Wort zum Sonntag vielleicht noch kurz dazu. Liefersituation 21, die schon ein bisschen unterwegs waren, haben es festgestellt. Also es gibt nicht alle Räder in allen Größen. Teilweise sind die über Deutschland verteilt. Also am besten, wer jetzt Interesse hat, im Februar, jetzt geht übrigens gerade das Wetter auf. Du hast gesagt, also das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen, dass es hier 20 Grad vor der Tür sind. Leute sind eh schon genervt von dem langen Winter. So ist es und wollen jetzt endlich haben. Man muss sich im Präsenzverkauf auf Wartezeiten einstellen. Das ist so selbst vor der Tür. Du hast es nicht erfunden. Es dürfen nur N Leute zeitgleich rein. Das führt zu richtig sauren Gesichtern, hast du gesagt. Also die Leute sind langsam, also am Anfang haben sie noch gerne gewartet oder auch nicht. Da hat man vielleicht mal ein Gespräch in der Schlange geführt. Mittlerweile, die Leute haben einfach keinen Bock mehr drauf. An jeder Ecke, du hast mir erzählt, du hast einen Kuchen abgeholt, hast 20 Minuten gewartet. Dann hast du, gut, zum Friseur will ich gar nicht drüber nachdenken. Da stehst du denn da. Gut, beim Friseur geht es natürlich dann mit dem Termin, dann ist es punktuell eine Geschichte. Ja, vielleicht halt auch, aber im Großen und Ganzen gehen wir schon stark davon aus, wenn ich mich mit anderen Händlerkollegen halt auch austausche, dass fürs Wochenende sind 20 Grad gemeldet. 20 Grad? Ja, 20 Grad und wir haben jetzt, wie gesagt, Mitte, Ende Februar und in der aktuellen Situation warten wir mal ab, ob der 8. März dann so stehen bleibt und quasi dann wieder klassisch geöffnet wird, aber klassisch halt auch nicht, weil wir sicherlich immer noch eine Limitierung einfach drin haben. Wie viele Leute dürfen ins Ladenlokal und dadurch entstehen natürlich Wartezeiten. Also wir haben selbst das Problem oder überlegen von den Konzepten her, was machen wir? Machen wir rein nur Termine? Aber es ist bei uns so individuell von ich brauche einfach nur einen Schlauch bis hin, ich brauche eine High-End-Maschine für 10.000 Euro und das ist sehr, sehr schwer, diese Bandbreite halt komplett abzudecken. Wir haben wirklich den Kunden, der schnell was kaufen will, wie beim Brötchen, wie beim Bäcker einfach Brötchen kaufen, aber wir haben halt auch das intensive Beratungsgespräch mit Anpassungen, mit Beratung, mit Erklärung, was sind Unterschiede etc. Und wir werden nicht darum rumkommen, dass die Leute einfach warten müssen. Im Präsenzverkauf. So, jetzt hast du ja einen riesen Vorteil. Du hast seit über 10 Jahren einen der erfolgreichsten Webshops für Fahrräder Deutschlands, kann man sagen. Weil wenn man dich googelt mit so einer Bezeichnung, kommst du oft in den Top 3.
Also du bist wirklich oft dabei. Der Shop ist gut bestückt. Also wenn ich Interesse habe, am besten reines Internet, da kann ich das auch gleich bezahlen. Kann ich auch anzahlen im Internet? Nein, das geht nicht. Also im Endeffekt ist es möglich zu sagen, ich zahle vor Ort, wähle dann einfach Vorauskasse aus. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit geschaffen zu sagen, ich will in St. Wendel oder in Riegelsberg abholen. Das ging vorher nicht. Das ging vorher nicht, da war es einfach nur eine Abholung. Jetzt kann ich ganz klar auswählen, ich möchte ganz gerne in St. Wendel abholen. Wir stellen dann nachher nach der Bestellung den Kontakt her und sagen, okay, wir bereiten das Fahrrad vor, weil es kommt auch darauf an, in welchem Lager es ist. Es wird fertig gemacht, es wird eingestellt, wenn noch Komponenten dazu bestellt werden, werden die auch montiert und dann vereinbaren wir mit dem Kunden einen Abholtermin. Sehr schön. Ja, da ist es. Das müssen wir gerade selber noch mal gucken, weil das Schild ein bisschen klein ist. Ja, da steht es. Der Scott Subtour E-Ride 10. Unisex, UN steht nur drauf und das andere ist dann die Herrenversion, kann man schon so sagen. Habt ihr schon mal Herrenversion an Damen verkauft? Ja, durchaus. Also das auch ist jetzt auch durchaus, das ist ein Thema, weil auch viele Frauen sagen, nee, möchte ich nicht. Es gibt ja auch im Mountainbike-Bereich viele Damenmodelle, die einen klassischen Diamantrahmen haben. Ne? Und von daher muss man da immer ein bisschen abwägen. Das sportivere Rad ist einfach das Herrenmodell. Es gibt auch viele große Frauen und ich glaube, die tun sich ja teilweise auf so einem Fahrrad dann auch ein bisschen Wobei leichter. wir hier aber auch von den Rahmengrößen her von XS bis L eine sehr große Bandbreite halt einfach abstecken und hier gehen auch wirklich große Personen drauf. Aber der Tiefeinstieg spielt immer noch mit die größte Rolle im Trekking-Art-Segment, ganz klar. Ja, sehr schön. Scott, also ein bisschen längeres Video, ich gucke mal auf die Uhr, 35 Minuten, aber es war jeden Cent wert, denn es gab viel Wissenswertes zu erfahren. Ein toller Bosch-Motor drin, der fette Akku, 625 Wattstunden, bewährte Technik, Hersteller Scott. Und Ersatzteilgarantie, auch das vielleicht nur kurz zum Ansprechen, sagt Nico, also du kriegst bei, ich sag mal Scott, wirklich Ersatzteile über Jahre hinweg, sogar noch in der Farbe und ja, spricht einiges für sich. Und der Preisbereich natürlich unter 3.000 €, inklusive Mehrwertsteuer, das macht es natürlich sehr, sehr interessant. Nico, deine Firma heißt WeCycle, wie immer hast du ein High-End-Pulli an, wo man das schön ablesen kann. Ohne Bändel. Ohne Bändel. WeCycle, du hast 2 Läden. Einer ist in Riegelsberg, das liegt im Saarland in Saarbrücken und Ortsausgang Riegelsberg Richtung Heusweiler, Nähe Kaufland. Und du hast das Geschäft jetzt hier in St. Wendel. Wenn jetzt normale Öffnungszeiten wären, wie war denn das damals? Vorher. Anno dazumals, ne? Ja. Ja, wir haben prinzipiell geöffnet von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Von 9 bis 13 Uhr. Aber wenn ich jetzt anrufe und sage, ey, ich schaff's erst um 12:30, viele machen auch Click and Collect. Das ist, hast du schon gesagt, kommt von weit her. Dann kann ich mich aber vorher telefonisch erkundigen, das Rad ist bereit, alles stimmt. Dann ganz bitte, ganz wichtige Bitte an alle Kunden, das hast du mir nochmal gesagt, wenn ihr Updates haben möchtet, zum Beispiel ein Gepäckträger dran, eine Klingel oder irgendwas, schreibt bitte keine E-Mails erst am Morgen der Abholung, sondern macht's ein paar Tage vorher, denn ihr habt wirklich gerade am Wochenende viel zu tun. Ja, klar. Also du sprichst jetzt nur von dem Händlerkollegen, der das Problem mal hatte, aber unterm Strich gesprochen ist es einfach so, wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit und wir sind so stramm getaktet, jetzt auch zu der jetzigen Zeit mit den Maßnahmen, wie sie jetzt sind. Die Nachfrage ist gigantisch. Das Telefon steht nicht still. Ist wirklich so die ganze Zeit. Ja. Ihr habt 3 Kollegen da unten. Jetzt muss ich auch sagen, wir haben mit den Videos natürlich auch noch Öl ins Feuer gegossen. Du bist gut lieferfähig, hast tolle Marken, aber gib den Leuten ein bisschen Zeit, seid nicht ganz sauer, wenn es nicht klappt. Ja, manchmal ist es halt so, da geht auch schon mal was schief. Heißt nicht, der Kunde kriegt sein Fahrrad nicht, sondern dann gibt es halt die Klingel mit und dann muss ich mal einen Schraubendreher holen und das nochmal anbringen. Aber was hier Samstag, du hast schon gesagt, wenn jetzt hier 20 Grad sind, ich meine, wir freuen uns ja alle. Du verdienst noch ein bisschen Geld, aber Urlaub hast du, glaube ich, nicht gemacht, oder? Oder nur kurz? Nicht wirklich. Aber nee, wir freuen uns über die Situation. Also wir sind, oder ich persönlich und das gesamte Team ist dankbar, dass wir... Du hast auch stark expandiert, also vor dem Ganzen waren es, glaube ich, halb so viele Mitarbeiter wie heute, oder? Ja, wir haben da auch stark aufgestockt, aber auch die müssen eingelernt werden. Da macht auch der ein oder andere mal noch einen Fehler, wo vielleicht das eine Teil oder sowas fehlt. Wir versuchen alles Mögliche immer im Sinne des Kunden zu erledigen, aber aufgrund des großen Ansturms, den wir haben und der auch durchaus noch kommen wird mit quasi der Öffnung des klassischen Ladenlokals wieder,
muss man sich auf Wartezeiten einstellen. So leid es mir tut, aber... Du hast auch Fotos gehabt aus während der Zeit, wirklich lange Schlangen. Du musstest dann was ganz Schlimmes machen, was, glaube ich, für alle unverständlich ist. Du wartest, teilweise haben die 6 Stunden gewartet und du musstest sie, 6 nicht, aber einige Stunden, musstest sie abends nach Hause schicken, weil einfach es nicht funktioniert hat. Und das, das hat dir auch sehr leid getan, hast du gesagt. Also ist auch kaum erklärlich, aber die Leute haben gut mitgemacht, oder muss man schon sagen? Ja, also es gibt ganz viele, die da absolut geduldig sind und die auch Verständnis dafür zeigen. Und das ist einfach für uns auch wichtig in der jetzigen Zeit. Wie gesagt, unser Anspruch ist ganz klar, eine maximale Leistung hinzulegen. Und das braucht dann aber bei dem einen oder anderen halt auch mal ein bisschen länger. Aber genau die gleiche Zeit würde ich mir für den nächsten Kunden genauso nehmen und für den übernächsten halt auch, als wie alles nur schnell abzuwickeln und hier ist dein Fahrrad und tschüss und auf Wiedersehen. Das wollen wir nicht, das geht auch nicht, aber dadurch kommt einfach die Wartezeit halt ein bisschen zustande. Wir hoffen, dass wir es gut kompensieren können. Wir versuchen wirklich gut aufgestellt zu sein, aber auch bei uns Krankheit oder wie auch immer, auch das kommt vor, dass das Team nicht 100%ig da ist. Aber es gibt ja auch Second Delivery, also ist schwer im Kommen. Das bedeutet, Kunde kriegt erstmal sein Fahrrad, kriegt alles mal erklärt. Viele Fragen ergeben sich ja dann erst danach. Ja, Anleitung kommt mit dabei. Second Delivery bedeutet also, ein spezieller Mitarbeiter von dir nimmt sich danach nochmal die Zeit, wenn es denn auch wieder geht, sage ich jetzt mal, und erklärt alles nochmal von der Pike auf. Vielleicht sind ja auch ein paar Sachen dabei, die Sie noch gar nicht wussten. Also ein paar Tricks und Tipps. Ja, wir drehen schon ein paar Jahre zusammen. Ich danke dir herzlich heute am Fastnachtsdienstag, den 16. Februar 2021. Wir sind bei WeCycle und drehen heute in St. Wendel neben der, was ist das, Shell-Tankstelle. Danke. Tschüss. Ciao.